Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde mich heute mit der Rostbeseitigung beschäftigen. Nach dem Abbau der Stoßstange habe ich hier starke Rostschäden gefunden. Dieses Video habe ich dir in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde versuchen, die betroffenen Bereiche zu retten. Dabei möchte ich ein Ergebnis erreichen, mit dem ich dann mehrere Jahre zufrieden bin. Eine Lösung, die den Rost nur für kurze Zeit entfernt, ist uninteressant. Ich werde deshalb ganz schwere Waffen einsetzen, damit die Korrosion erfolgreich entfernt werden kann. Sollte es mir nicht gelingen, werde ich die betroffenen Bereiche ausschneiden und neue Bleche einschweißen. Aber bevor ich die drastischen Maßnahmen ergreife, werde ich versuchen, den Rost zu entfernen. Im ersten Schritt werde ich eine CSD-Scheibe einsetzen. Sie ist für den Arbeitsgang perfekt geeignet. Die Scheibe entfernt den Rost und Lack und erzeugt fast keinen Abtrag am gesunden Blech. Alle Produkte und Werkzeuge, die heute zum Einsatz kommen, habe ich dir zu Informationszwecken in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt geht es aber zur Sache. Damit ich hier richtig arbeiten kann, werde ich noch dieses Kunststoffteil demontieren und anschließend die Stoßstangenhalter, die sich auf beiden Seiten befinden. Dieses Teil ist mit insgesamt 8 Schnappverschlüssen befestigt, 2 oben, 2 weitere unten und jeweils 2 links und rechts. Sie müssen einfach nur nach unten gedrückt werden und dann kann das Teil abgenommen werden. So sehen sie aus. Wie gesagt, pro Seite 2 Stück. Der Stoßstangenhalter ist mit 2 Muttern befestigt. Eine befindet sich draußen, Schlüsselweite 10 mm und die andere drin im Kofferraum, auch Schlüsselweite 10 mm. Die andere Seite funktioniert genauso. Ich werde mit der CSD-Scheibe hauptsächlich die Randzonen bearbeiten. Ich möchte damit den Lack entfernen, damit ich sehen kann, wie groß der betroffene Bereich ist. Im zweiten Arbeitsgang werde ich in Sand strahlen. Ich werde selbstverständlich alle empfindlichen Bereiche abkleben und schützen. Das Thema Sandstrahlen werde ich aber in einem separaten Video ganz genau behandeln. Dort werde ich den Hinterachsträger von meinem T-Modell behandeln. In diesem Video werde ich auch eine selbstgebaute Sandstrahlpistole testen. Das Ergebnis werde ich dann mit einem gekauften Werkzeug vergleichen. Wenn du dieses Video nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. So, jetzt geht's aber zur Sache. So, ich habe eine ganze Menge Dreck produziert, aber es ist mir gelungen, den Rost aus dem Bereich hier komplett zu entfernen. Das Blech ist gesund und muss nicht geschweißt werden.
Auch die andere Seite sieht sehr gut aus. Hier ist es mir auch gelungen, den Rost komplett zu entfernen. Obwohl die beiden Bereiche schon sehr gut aussehen, werde ich sie noch mit dem Rostentferner behandeln. Damit werde ich sicherstellen, dass alle Rostrückstände beseitigt werden. Die andere Seite wird selbstverständlich genauso behandelt. Ich lasse jetzt den Entroster 3 bis 4 Stunden einwirken und dann wird die Prozedur wiederholt. Anschließend werden die beiden Bereiche grundiert. Dafür werde ich die 2 Komponenten Epoxidharzgrundierung verwenden. Durch diese Maßnahme werden die beiden Bereiche dauerhaft und wirkungsvoll geschützt. Im nächsten Schritt werde ich mich noch mit dieser Stelle beschäftigen. Hier werde ich den Unterbodenschutz entfernen und dann schaue ich mir an, was der Vorbesitzer für mich hier vorbereitet hat. Im Heckbereich habe ich hier noch eine Stelle, die nicht gerade schön aussieht. Die werde ich aber so lassen, weil ich hier keinen Rost habe. Der Schaden ist nur draußen sichtbar. Im Kofferraum kann man keine Verformung feststellen. Dafür bietet der Kofferraum aber eine andere Baustelle. Ich habe sie heute entdeckt, nachdem ich die Verkleidung abgenommen habe. Hier habe ich eine Durchrostung, das heißt, ich werde den Bereich ausschneiden müssen und anschließend neues Blech einschweißen. Der Schaden ist auch von außen sichtbar, und zwar an dieser Stelle. Das heißt, ich werde den Radkasten ausbauen müssen und dann werde ich mich mit dieser Stelle beschäftigen. Das ist aber selbstverständlich ein Thema für ein separates Video. Ich bin mir sicher, dass es nicht die letzte Überraschung ist, die die C-Klasse für mich vorbereitet und versteckt hat. Ja, jetzt aber wieder zurück zu der heutigen Aktion. Ich bin sehr gespannt, wie du das Ergebnis findest. Schreib mir deshalb deine Meinung in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.